Okay, dann können wir anfangen. Herzlich willkommen. Es ist ja schön zu sehen, dass so viele hier sind, auch wenn es für einige vielleicht nicht so schön ist, weil es eng ist. Das nimmt natürlich der Erfahrung mal ab mit dem Semester. Besonders wenn ihr merkt, dass alles aufgezeichnet wird, werden immer weniger kommen. Aber dazu sage ich gleich noch kurz was. Also genau, das ist Programmieren in Rust. Ich bin Lukas Kalbertot. Viele von euch kennen mich wahrscheinlich schon. Ich sage du zu euch. Wenn irgendjemand gesiezt werden möchte, wenn ich persönlich mit ihm rede, dann müsst ihr das bitte sagen. Aber ich denke, wir sind hier alle Studenten, also können wir ganz gut beim Du bleiben. Was habe ich heute mit euch vor? Erstmal wichtig, heute ist nur 45 Minuten, das tut mir sehr leid, aber ich muss noch rüber zur Informatik A. Das findet parallel statt. Im Übrigen, ich habe gesehen, 2 Erstsemester Informatik sitzen hier drin. Die sitzen jetzt aber wahrscheinlich in Informatik A, oder? Oder einmal melden, wenn ihr... okay. Sehr mutig, sage ich gleich noch kurz was zu. Also genau, was wollen wir heute machen in diesen 45 Minuten? Und bitte erinnert mich dran, wenn ich um 15 Uhr immer noch rede, dann habe ich irgendwas falsch gemacht, dann ist das nicht gut. Also wir wollen uns erstmal damit beschäftigen, warum wollen wir überhaupt Rust programmieren, damit ihr doch nicht so in Scharen weglauft von dieser Vorlesung. Dann werden wir kurz gucken, was ich mit euch vorhabe. Also dieser Kurs ist das erste Mal, dass ich den mache und leider auch das letzte Mal. Deswegen müssen wir so ein bisschen gucken, wie wir im Semester voranschreiten, aber da werde ich mal erklären, was ich so vorhabe. Und danach diese typischen organisatorischen Folien zu wann ist Vorlesung, was braucht man, um Punkte zu kriegen. Und dann hoffentlich sehen wir schon ein bisschen Rust. Ich versuche hier ein bisschen schneller durchzugehen, damit wir in den 45 Minuten schon zu dem ersten Rust-Code kommen. Ich finde immer erste Vorlesungen total langweilig, wo nur Organisatorisches erklärt wird und Motivation. Also ich hoffe, wir kommen auch schon zu den ersten richtigen Folien. Gibt es irgendwas vorweg? Jetzt würde ich direkt anfangen. Ja? Ich glaube, das hängt jetzt vor, wird die Vorlesung aufgenommen? Ja, sage ich gleich noch genau. Also Punkt -1. Warum wollten wir überhaupt Rust machen? Und um das zu klären, fange ich mal mit einem kleinen Märchen an. Und zwar gab es dieses Rotkäppchen namens Rails oder Ruby on Rails. Das ist ein sehr, sehr großes und bekanntes Web-Framework, für die, die das noch nicht kennen, das in Ruby geschrieben ist. Und da gab es jetzt ein Problem. Und zwar kam da dieser Wolf namens String Blank vorbei. Und das ist eine Methode in Ruby, die für den String definiert ist. Also nicht in Ruby, sondern die wurde von Rails definiert, aber für den String, die checkt, ob ein String leer ist. Allerdings in einer anderen Definition von leer, als ihr jetzt vielleicht denkt. Also der String ist leer, wenn er wirklich keine Buchstaben enthält, keine Zeichen. Aber er ist auch leer, wenn er nur Zeichen enthält, die vom Unicode-Standard als Whitespace deklariert wurden. Das sind ein paar. Also natürlich das Leerzeichen, aber auch so den Tab-Character oder New Lines und noch so einen Haufen von anderen komischen Zeichen, die im Unicode-Standard definiert sind, die eben Whitespace sind. Kann man sich vorstellen, im Web-Framework ist das vielleicht ganz sinnvoll, wenn man so eine Funktion hat, denn die Nutzer tendieren ja dazu, immer Blödsinn reinzutippen in Textfelder und vielleicht auch einfach nichts. Also möchte man gucken, ob so ein Textfeld leer ist. Und in einigen Anwendungen, also in einigen Web-Anwendungen, die damit geschrieben wurden, nimmt diese Methode alleine schon ungefähr so 10 bis 15% CPU-Zeit ein, weil die einfach so oft benutzt wird. Und da dachte man sich, okay, wir haben jetzt irgendwie 10 bis 15% CPU-Zeit, also die Zeit, die irgendwie in der CPU verbracht wird, nur in einer Methode, lass uns die doch mal schneller machen. Also programmiert es die nämlich in Ruby und sieht sehr schön aus, sehr kurz. Ja? Irgendwie viel kürzer kann man sowas nicht schreiben. Wir müssen das jetzt nicht verstehen offensichtlich, aber es ist halt langsam. Ruby ist, wenn, dann nicht für seine Geschwindigkeit bekannt. Ja, und was machen wir? Ja, da kam der Jäger und hat uns gerettet. Der hat den Ruby-Code ersetzt durch C-Code. Wow, ist etwas länger, muss man zugeben. Und das ist jetzt irgendwie schneller. Und zwar so Faktor 20. Das ist natürlich gut. Und jetzt denkt man sich, okay, wir sind High-Level-Programmierer, wir bestellen jetzt mal für eine Woche einen C-Programmierer ein, der uns diese Funktion macht und schon läuft alles irgendwie so 10% schneller. Das ist ja ganz schön und so weiter, aber es ist noch nicht das Happy End, wie ihr euch jetzt vielleicht denken könnt, denn das ist keine C-Vorlesung zum Glück. Was gibt es hier für Nachteile? Also erstmal, offensichtlich ist es deutlich länger. Und so als Ruby-Programmierer ist das vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, was da genau abgeht. Also okay, so Switch Case kann man sich noch denken und das sind jetzt irgendwie diese ganzen Werte für diese Unicode-Zeichen, aber sonst ist das irgendwie verwirrend. Und insbesondere hat der Jäger auch ein paar Probleme. Das ist nämlich ein sehr aggressiver Mann. Man muss mit dem vorsichtig sprechen.
es kann gut passieren, dass wenn man mit ihm spricht, dass er dann aggressiv wird und dir in den Fuß schießt oder sonstiges. Das möchte man möglichst vermeiden, aber mit diesem Jäger umzugehen, auch wenn er seine Vorteile hat, ist tricky. Und ich denke, man braucht kein Genie zu sein, um zu erraten, was jetzt kommt. Das ist Ferris, das Rust-Maskottchen. Ich habe es sogar mitgebracht. Habe ich fast vergessen. Das ist das süße Rust-Maskottchen, das uns vielleicht ein bisschen begleiten wird durch den Kurs. Und Rust hat jetzt alles toller gemacht, um es jetzt mal schön verblümt auszudrücken. Das ist der Rust-Code. Wir müssen ihn jetzt nicht verstehen, aber es fällt auf, er ist deutlich kürzer. Und da sind so Wörter drin wie Characters, All is Whitespace. Ist schon fast Englisch mit einer sehr netten mit einer sehr netten Definition von fast. Aber man kann schon ein paar Sachen verstehen. Okay, und das ist jetzt auch schneller, nämlich Faktor 21. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Rust immer schneller ist als C, das kann jetzt hier Fehler der Messung gewesen sein oder nur ein Zufall, aber es ist auf demselben Level, das ist hier das Wichtige, was ihr wegnehmen müsst. Werden wir mal ein bisschen neutraler und gehen ein bisschen ordentlicher ran an das Thema. Was ist Rust? Also auf der Website steht, Rust is a systems programming language that runs blazingly fast, prevents segfaults and guarantees thread safety. Solche Sprüche sind immer toll, weil irgendeiner hat sich das ausgedacht, um möglichst viele Informationen und möglichst viele Worte zu quetschen. Da muss man jetzt erstmal gucken, was das überhaupt heißt. Rust baut auf 3 Grundpfeiler auf, so würde ich das zumindest sagen, und zwar gibt es da 3 Sachen, die Rust besonders machen. Aus meiner Perspektive sind das insbesondere die. Fangen wir mal mit der Geschwindigkeit an. Rust ist schnell und schafft das durch eine Reihe von Methoden, wenn ich das so nennen darf. Und die wichtigste dabei ist bestimmt Zero Cost Abstractions. Das ist etwas, was auch schon in C++, also was insbesondere durch C++ den Term sehr, sehr bekannt gemacht hat. Das heißt, wir wollen eine Sprache bauen, wo wir abstrakt programmieren können. Wir wollen jetzt nicht mehr Assembler reinhacken oder Maschinencode direkt. Nein, wir wollen das abstrahieren und immer wieder abstrahieren. Und diese Abstraktion kommt manchmal mit Nachteilen im Sinne von der Laufzeit, weil man irgendwie zur Laufzeit Zeit dafür bezahlt, um diese Abstraktion zu haben. C++ hat damit angefangen zu sagen, nein, wir machen Zero-Cost-Abstractions. Ja, es sind Abstraktionen, für die ich aber nur während der Kompilierzeit bezahle. Das heißt, es läuft genauso schnell wie der handgeschriebene Code. Deswegen ist die Geschwindigkeit von Rust auch vergleichbar mit C++ oder C, also eher noch mit C++. Man kann aber sagen, Sprachen zu vergleichen in ihrer Geschwindigkeit ist sehr schwierig. Man möchte immer so schnell sagen, ja, das ist schneller als das ist ganz klar. Aber das ist schwierig, insbesondere wenn man zum Beispiel Sprachen wie Java ins Boot holt, wo man dann merkt, okay, in manchen komischen Fällen ist Java schneller als C++. Wie gesagt, das ist schwierig zu vergleichen, aber grundsätzlich kann man sagen, Rust, C und C++ sind alle auf demselben Level. Manchmal ist das eine schneller, manchmal das andere. Rust hat zusätzlich noch kaum eine Runtime. Eine Runtime ist sowas wie die Java-virtuelle Maschine, die da nebenbei läuft. Es hat auch zum Beispiel Python hat sowas und Ruby, wenn man nicht gerade C-Ruby oder so nimmt, hat das auch. Also es ist immer irgendwie so eine Runtime, die nebenher läuft und Sachen tut. Zum Beispiel den Garbage Collector managen. Das hat Rust eben nicht. Die Runtime ist genauso minimal wie bei C. Also es werden nur so ein paar Zeilen Code vor dem eigentlichen Einstieg ausgeführt, aber das war es auch dann. Ja genau, und das letzte, was man da erwähnen kann, ist, dass Rust sehr schnelle C-Bindings hat. Und C-Bindings, das ist, wenn man C-Funktionen aufruft. Und irgendwie ist das so das niedrigste Level, wo sich alle Sprachen darauf einigen können. Also man kann aus fast jeder Sprache C aufrufen, nur in einigen Sprachen ist das langsam, wie zum Beispiel Python oder ja, Ruby zum Beispiel. Da ist das nicht so performant, weil man irgendwie von diesem hohen Thron herabsteigen muss, um dann mit C was zu machen und dann wieder den hohen Thron aufklettern muss. Das ist dann in Rust eben nicht das Problem. Das ist genauso günstig wie aus C. Rust ist außerdem modern. Was meint man damit jetzt? Da stehen jetzt so ein paar Worte, wie zum Beispiel Typinferenz oder Closures. Das sind Sachen, die zum Beispiel einem Ruby-Programmierer, da denken Ruby-Programmierer, okay, das habe ich ja jetzt sowieso oder so. Aber wenn man jetzt aus der C- oder C++-Welt kommt, dann ist das nicht so natürlich. Also Rust bietet sehr viele Features, die insbesondere für die Systemprogrammierung in C und C++ sehr, sehr modern wirken, auch wenn C++ 11, 14 und 17 und was noch alles kommt, immer mal wieder diese Features einbaut. Aber letztlich geht Rust da schon einen ziemlichen Schritt vorwärts und man merkt, dass Rust ziemlich elegant und einfach zu schreiben ist.
Die Generics in Rust basieren hauptsächlich auf Traits, das nur so vorweg gesagt. Da werden wir noch später genau sehen, was das heißt. Aber es ist auch sehr recht elegant, wenn man da ein bisschen mitarbeitet. Und dann habe ich noch in einem Chat aus der Rust-Community folgenden Begriff gehört: Non-Shit-Infrastruktur. Das so viel heißt wie, es ist okay, wenn man mit anderen Libraries arbeiten möchte. Ich weiß nicht, wer hat denn hier eigentlich schon mal C und C++ programmiert? Wenn ich mal fragen darf. Okay. Ihr habt bestimmt auch von Boost gehört, ne? Diese riesige Library. Ich meine, da gibt es Tutorials ohne Ende, wie man die einbindet. Aber letztendlich ist es immer irgendwie ein Problem, andere Libraries einzubinden. Code von anderen zu holen, ist immer irgendwie ein Problem. Wenn man Glück hat, ist es eine Header-Only-Library, da muss man die nur inkludieren, aber man muss sich den Code kopieren und dann ist es schwierig, den immer up-to-date zu halten. Schrecklich. Solche Leute aus Python und Ruby kennen das ist kein Problem. Die haben so Package Manager, wo man einfach Dependencies angeben kann und dann holt er sich die ganzen Libraries von anderen Leuten automatisch. Und genau das hat Rust. Also das ist auch etwas Neues für die Systemprogrammierer, für die High-Level-Programmierer ähnlich. Und die meisten von euch werden wahrscheinlich Java kennen und in Java ist es so mittel. Java hat, soweit ich weiß, auch kein Standard-Paketmanager, sondern ja, meist macht man so, dass man sich nur eine Jar-Datei runterlädt und die irgendwie in einen Class-Path packt. Na gut, es geht vielleicht noch, wenn das dann funktioniert. Aber trotzdem in Rust ist es, und Rust und zum Beispiel Ruby ist es deutlich einfacher. Und jetzt das Aushängeschild von Rust, diese Sicherheit. Ja, das sehen wir irgendwie zweimal in diesem Satz da oben. Und zwar garantiert Rust Speichersicherheit und Thread-Sicherheit. Und insbesondere hat Rust auch ein sehr starkes Typsystem, was Programmierfehler verhindern kann. Da gehen wir mal ein bisschen genauer drauf ein, denn das ist wichtig. Es gibt noch so einen zweiten Spruch für Rust, das heißt Hack without fear. Das heißt sowas wie, okay, ich kann mich jetzt der Systemprogrammierung nähern. Und mit Systemprogrammierung meint man immer etwas, wo man sehr nah am System ist, ohne Angst haben zu müssen. Und wenn man C und C++ programmiert, ich weiß nicht, wer C das erste Mal in Betriebssysteme kennengelernt hat, der weiß, was Angst bedeutet. Also in Rust soll das eben nicht passieren. Einmal garantiert Rust Speichersicherheit. Das heißt, es gibt kein Use After Free und kein Double Free. Es gibt keinen Zugriff auf nicht initialisierten Speicher und keine Dinging Pointer, Dereferenzierung und kein Undefined Behavior. Als Java-Programmierer denkt man sich jetzt, what? Ja, also die C-Programmierer, die werden es kennen. Das ist das Problem, was man eigentlich in den Systemprogrammiersprachen immer hat, dass man irgendwie manuelle Speicherverwaltung machen muss, dass man irgendwie mit Pointern hin und her machen muss und da kann man sich schon mal vertun und dann kommen solche Fehler. Die Java-Programmierer kennen jetzt nur Punkt 4, die Null-Dereferenzierung, das passiert in Java eben auch, gibt es in Rust nicht, zumindest nicht in der Form. Das führt, oder genau, ein wichtiger Punkt ist noch, es gibt keine Data Races, also zum Thema Thread-Sicherheit. Das ist ganz interessant, Rust wollte am Anfang nur Speichersicherheit abdecken und die haben dafür ein System entwickelt, wie das geht. Und dann haben die gemerkt, okay, unser System ist jetzt irgendwie mächtiger, als wir gedacht haben. Dann können wir auch noch garantieren, dass es keine Data Races gibt. Das ist eine schöne Sache. Und das merkt man dann auch später, wenn man in der Multithreading programmiert. Das alles führt jetzt dazu, dass man viel weniger debuggen muss. Das heißt, viel weniger oft sein Programm starten, um zu gucken, ob es funktioniert. Sondern man bekommt vom Compiler schon gesagt, das funktioniert nicht. Das ist natürlich... Also manche Leute finden das vielleicht sogar noch nerviger, wenn einem das jemand direkt sagt, dass das nicht funktioniert, anstatt dass es irgendwann abstürzt vielleicht. Aber dass der Compiler das direkt sagt und erkennt, ist schon eine gute Sache. Es gibt außerdem keine klassischen Sicherheitslücken. Wenn ihr euch mal erinnert, vielleicht erinnern sich einige, es gab vor ein paar Jahren den Heartbleed-Bug. Habt ihr davon gehört? Nee, ja. Also das war so eine sehr, sehr kritische Sicherheitslücke in OpenSSL, das was auf fast allen Linux-Servern benutzt wird. Und da konnte man mehr oder weniger den privaten Schlüssel auslesen. Und das ist nicht so gut. Also das war so die Sicherheitslücke in den letzten paar Jahren, würde ich behaupten. Das war auf jeden Fall schlecht. Und das ist passiert, weil man das in C programmiert hat und zufällig jetzt Speicher gelesen hat, den man eigentlich nicht lesen sollte. Sowas wird in Rust halt nie passieren. Das geht nicht. Und insgesamt führt auch gerade dieses starke Typsystem zu einer höheren Zuverlässigkeit. Also mir persönlich geht es so, wenn ich Java programmiere, habe ich immer das Gefühl, irgendwo von unten kann immer irgendwann eine Exception hochbubbeln. Ich habe keine Kontrolle darüber, wann das passiert. Und in Rust habe ich eben Kontrolle über alles, was passiert. In Java ist es auch nicht so extrem, wie ich es jetzt gerade ausgedrückt habe, aber in Java habe ich zumindest das Gefühl, ich kann nicht so stabile Programme schreiben. Und in Rust ist das recht einfach möglich.
Das alles wird zur Kompilierzeit garantiert, habe ich ja gerade gesagt. Wir wollen Zero-Cost-Abstractions, das heißt, wir wollen nicht zur Laufzeit dafür zahlen. Ruby und Python haben auch diese ganzen Fehler hier nicht, außer vielleicht 0 dereferenzieren, aber die checken halt viele Sachen zur Laufzeit oder nutzen einen Garbage Collector. Das wollen wir nicht in Rust und das hat Rust auch geschafft, dass das nicht so ist. Das Interessante hierbei ist jetzt, dass dieses ganze System, diese ganze Sicherheit für beide Arten von Programmierern sinnvoll ist. Wir haben einmal die High-Level-Programmierer, die von der Ruby-Welt kommen, von der Python-Welt und vielleicht auch Java, wenn wir das gerade noch zur High-Level zählen wollen. Die kennen sich nicht so wirklich aus mit Systemprogrammierung und haben eher Angst, wenn man das so sagen kann, herabzusteigen ein Level. Aber die brauchen keine Angst zu haben, weil Rust auf quasi alles aufpasst, was da schief gehen kann. Ich denke, das leuchtet recht einfach ein. Und das Wichtige ist auch noch, dass für die Leute, die schon C und C++ können, für die ist es auch wichtig. Die denken jetzt vielleicht, ich kann noch C, ich habe jetzt 3 Jahre Erfahrung, ich weiß, wann ich freeen muss und welche Konventionen es in C++ gibt. Ja, aber ich habe schon zum Beispiel viele, viele schlaue Leute sagen hören, dass sie etwas programmieren wollten und dann gesagt haben, nee, das ist mir nicht wert. Wenn ich das programmieren wollte, dann wäre mein Programm zwar schneller oder besser oder sowas, aber es ist viel zu kompliziert. Ich habe mit mehreren Threads zu tun. Das erstmal zu programmieren, ohne dass da Fehler drin sind, keine Data Races und keine Speicherunsicherheit, das ist viel zu viel Aufwand. Und was man dann immer noch vergisst, man schreibt ja Sachen nicht nur einmal, der Verwaltungsaufwand ist ebenso hoch. Wenn man in Rust, oder wenn man in C irgendwas verändern würde, dann könnte das theoretische Auswirkungen auf das ganze Programm haben. Und dann ändert man an einer Stelle was und ups, auf einmal hat man hier so einen, Dangling Pointer oder sonst was in der Art. In Rust, klar kann es auch passieren, kann alles auf alles Einfluss haben, aber in Rust passt der Compiler darauf auf, dass das keinen schlechten Einfluss hat. Also wie gesagt, ich habe echt schon viele sehr schlaue Programmierer sagen hören, ich würde das in C++ nicht anfassen, das wäre mir viel zu kompliziert, aber in Rust schreibe ich das einfach und kann mir sicher sein, es funktioniert. Ich hoffe, das ist jetzt genug an Lob für Rust, damit der erstmal ein bisschen hier bleibt. Ein paar Referenzen und Links dazu. Dieses erste Ruby oder Rails Beispiel kommt hierher. Dann gibt es einen sehr interessanten Blog darüber, warum man Rust programmieren sollte. Und da schreibt die Autorin auch insbesondere, auch eine sehr schlaue Programmiererin, dass sie sich nicht traut, an C heranzugehen. Sie traut sich einfach nicht und denkt, dass sie einfach viel zu viele Fehler einbauen würde. Aber sie sagt, kein Problem, mit Rust kann ich das machen. Da habe ich nicht mehr diese Barriere. Also für die, die auch so ähnlich denken, ist das ganz gut bestimmt. Ein paar andere Referenzen und insbesondere das sollte diesen Kurs begleiten. It's been fun and frustrating learning Rust. Ich denke, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Okay, dann kurz noch die Ziele dieses Kurses. Was habe ich eigentlich mit euch vor? Ich kann natürlich viel Schönes erzählen. Wir wollen Rust lernen, natürlich. Und ich glaube sogar, dass wir fast alles in Rust lernen können. Rust ist eine recht neue Sprache und noch nicht so groß. C++ zum Beispiel erfindet alle 5 Jahre eine komplett neue Sprache und tut sie auf die alten Sprachen drauf. Also das ist nicht so komplex wie C++. Ich denke daher, dass wir fast alles schaffen könnten in dem Semester tatsächlich. Das Ganze, was wir in der Vorlesung lernen, das werden wir natürlich dann auch in Aufgaben noch verfestigen, denn ohne Programmieren lernt man eine Programmiersprache nicht, das sollte klar sein. Und ich hoffe vielleicht auch, dass ihr Rust oder dass einige von euch am Ende des Kurses Rust als Standardsprache nutzen. Was ich damit meine ist, ihr bekommt eine Aufgabe in irgendeinem Kurs, ihr müsst zu Hause was programmieren oder ihr habt einfach mal so ein kleines Problem, was ihr lösen wollt mit einem Programm. Wie zum Beispiel, was ist die 1000. Primzahl? Das fragt man sich ja hin und wieder mal. Also, wenn ihr sowas habt, dann könntet ihr vielleicht Rust benutzen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, ich benutze Rust natürlich für solche Aufgaben, aber ich hoffe, dass auch einige von euch dann sehen, okay, ich kann Rust. Also Ziel ist, dass ihr selbstsicher Rust programmieren könnt. Ich kenne das aus zu vielen anderen Veranstaltungen, wo man am Ende sagt, ja, ich habe die gehört, aber nein, ich kann darin nicht programmieren. Ich hoffe, dass ich das verhindern kann. Dass ihr wirklich denkt, okay, ich kann Rust programmieren. Vielleicht nicht perfekt, aber ich kann. Und natürlich wollen wir dazu noch die Konzepte und Grundlagen diskutieren, die dazu notwendig sind. Zum Beispiel Speicherverwaltung mit Steep, Heap, Stack und Pointer. Nicht verwechseln. Und noch andere Sachen wie Geschwindigkeitsoptimierung oder theoretische Grundlagen zum Typsystem. Solche Kleinigkeiten, die ich immer wieder mal einwerfe. Das sind natürlich alles irgendwie... Achso, noch ein interessanter Quote. Diese Frau, die ich gerade schon zitiert habe, die hat auch gesagt, dass gerade Rust ihr geholfen hat, solche Konzepte zu verstehen.
man kann zwar irgendwie Pointer und sowas erklären, in der Vorlesung, in der C-Vorlesung zum Beispiel, aber dadurch, dass der Rust-Compiler jedes Mal, wenn man irgendwas falsch macht, sagt, nee, du hast das falsch gemacht, denn da, dadurch lernt man das natürlich viel öfters. Also diese Frau sagt zumindest, dass sie das durch Rust erst verstanden hat, diese Konzepte von Pointer, Speicherverwaltung und so weiter. Deswegen die vielleicht gerade in C++ auch noch sitzen. Euch könnte das helfen. In dieser Vorlesung meine ich. So, und da das das erste und letzte Mal ist, sind das natürlich alles nur Ziele und keine Versprechen. Wir werden so im Semester schauen, wie weit wir kommen. Ich denke, da bin ich auch ganz offen, wenn ihr da irgendwie noch andere Vorschläge habt, was wir noch machen können. Also ich denke, das wird wohl ganz gut klappen im Semester. Schon mal Fragen vorweg, bevor ich zum Organisatorischen komme? Ja? Ja, kommt jetzt. Ja? Warum haben die Dienstleister Linux 1 angefangen? Weil dann komme ich bei 1 raus, wenn wir mit Rust anfangen. Okay. Also, die langweiligen organisatorischen Slides. Vorlesung, gut, die erste habt ihr gefunden, die zweite ist am Mittwoch um 10 Uhr. Und das ist so Vorlesung, Übung, trennen. Also, ich möchte nicht die Begriffe trennen. Wir machen das immer so, wie es gerade sein muss. Am Anfang wird es sehr viel Vorlesungscharakter haben, damit wir möglichst viel am Anfang lernen. Aber sobald wir später zu den schwierigeren Konzepten kommen, wird das wahrscheinlich eher in den Übungscharakter übergehen, dass wir mehr Sachen nochmal besprechen und die Übungsaufgaben besprechen. Also da werden wir einfach mal gucken, wie uns das gefällt so. Das wird alles aufgezeichnet, hoffentlich. Also, mir hat Virtuos versprochen, es wird alles aufgezeichnet. Ihr habt gerade vielleicht gesehen, ich habe zur Sicherheit nochmal unabhängig von Virtuos aufgezeichnet. Wenn das überhaupt funktioniert, mal schauen. Meine Stimme sollte das theoretisch auch über das Notebook-Mikrofon aufnehmen, falls das mit Virtuos nicht klappt. Aber sonst solltet ihr alles auf .ip finden, also die Kamera und das Beamerbild. Und ich hoffe, dass das ganz gut klappen wird. Ich würde euch aber trotzdem empfehlen, zur Vorlesung zu kommen, wenn ihr keine anderen Termine habt oder so weiter. Ich denke, es wird auch noch leerer, das wird noch besser. Denn ich habe was vor, was einige Leute aus dem Computergrafikpraktikum schon kennen. Und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, dass es ganz gut ist, wenn ich meinen Zuhörern sage, probiert doch mal das aus. Das ist vielleicht 1 oder 2 Minuten, wo dann die Zuhörer irgendwas reinhacken in den Computer und der Compiler sagt dann irgendwas und dann sieht man direkt, ach so, okay. Also ich habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht und ich denke auch, dass das wirklich hilft. Deswegen würde ich euch bitten, wenn es euch nichts ausmacht, euer Notebook mitzunehmen und dann auch irgendwie bereit zu haben in der Vorlesung. Ich denke, viele von euch schleppen das sowieso immer mit, das Notebook, also zumindest ich nehme mein Notebook immer mit. Deswegen hoffe ich mal, dass wir da ganz gut zurechtkommen, wenn einige immer ihr Notebook mit haben. Sonst könnt ihr ja bei eurem Nachbarn immer reingucken. Aber auch hier kann ich nicht versprechen, wie viel ich das Feature nutzen werde und wann ich dazu komme. Also nicht böse sein, wenn ich mal in einer Vorlesung nichts sage, dass ihr ausprobieren sollt und ihr das dann umsonst mitgeschleppt habt. Nicht böse sein, ich muss mal gucken, wie es hinklappt. Und die Slides werden natürlich auch hochgeladen auf StartIP. Der Übungsbetrieb. Jetzt zu der wichtigen Frage, die Klausurvoraussetzungen. Das sind Testate mit Übungen. Es gibt ein wöchentliches Übungsblatt, das wird über GitHub herausgegeben und abgegeben. Die Bearbeitung erfolgt in Zweiergruppen, das seid ihr ja schon gewohnt. Die Abgabe erfolgt bis Sonntag, das ist für alle gleich, nicht bis zum Testat. Und die Aufgaben veröffentliche ich Montag, außer diese Woche, da mache ich das erst Mittwoch aus gleich ersichtlichen Gründen. Und es läuft ein bisschen anders ab als sonst. Die Testate, die gibt es nämlich am Mittwoch und Donnerstag. Wir haben 2 Tutoren, das ist Julian Kniepow und Jonas Schieving. Und die Termine für die Testate, die könnt ihr auch eintragen, wie aus Informatik A zum Beispiel bekannt, außer der eine Erstli, der jetzt noch kein Informatik A hatte, tut mir leid. Aber ihr könnt euch da eintragen, und zwar ab morgen 9 Uhr bis Freitag. Und was dann passiert, wenn ihr euch eingetragen habt und einen Termin gesucht habt, ich lade die Slides hoch, ne? Also keine Sorge. Wenn ihr euch einen Termin gesucht habt und der fest ist, dann erstelle ich euch ein Repository auf GitHub. Okay, was ist jetzt GitHub, was ist Repository? Das erkläre ich zum Beispiel am Mittwoch alles. Denkt euch jetzt erstmal Ordner, wenn ich Repository sage. Also ich erstelle ein Repository für euch, für eure Gruppe auf GitHub und darin bearbeitet ihr dann alle eure Aufgaben. Und da hat dann auch der Tutor Zugriff drauf. Ich mache mal weiter, denn ich lade die Slides hoch. Tut mir leid für alle, die abschreiben. Und zwar läuft das dann so ab, ihr bekommt Montag die Aufgaben, ihr habt bis Sonntag Zeit, die zu bearbeiten und spätestens Sonntag müsst ihr dann die abgeben. Und das Abgeben erfolgt via Pull-Request auf GitHub. Wie gesagt, erkläre ich am Mittwoch.
Und dann ist es jetzt ein bisschen anders als sonst. Die Tutoren haben dann bis zum Teststart Zeit, euren Pull-Request zu kommentieren auf GitHub und den Code zu reviewen. Das heißt, die schreiben Kommentare unter eurem Code, wo ihr was besser machen könntet. Das ist deutlich besser, als irgendwie mit einem Stift auf Papier zu kritzeln, wie in Informatik A. Und das ist bei uns auch ganz wichtig, denn wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, dass man seinen Code auch pflegt. Man tendiert dazu, und insbesondere Programmieranfänger tendieren dazu, Code einmal zu schreiben und sobald es funktioniert, ich mache da nichts mehr dran, direkt abschicken. Das ist absolut der falsche Ansatz. Also man muss seinen Code öfters nochmal verbessern. Und selbst wenn er funktioniert, möchte man ihn einfach nochmal komprimieren und den alten Code rausschmeißen. Also wir sind fest der Meinung, dass es gut ist, sowas zu machen und ihr lernt dadurch viel. Deswegen erwarten wir auch, dass ihr all diese angemerkten Sachen im Pull-Request verbessert bis zur nächsten Woche. Das sind dann am Anfang oft so Sachen wie Style. Schreib doch mal die Variable anders oder hier könntest du auch statt das, könntest du das benutzen. Aber sowas wollen wir, dass ihr das verbessert. Und dann gibt es halt noch das Testat am Mittwoch oder Donnerstag, wo ihr dann wie in Informatik A Fragen besprecht oder nochmal den Code durchsprecht und sowas in der Art. Hierzu schon Fragen? Nein. Ja, sehr gut. Wie könnt ihr mit uns kommunizieren? Einmal gibt es ein Piazza-Forum, da ist hier der Link, aber ihr könnt euch auch einfach bis heute Abend in StudIP eintragen und dann trage ich euch alle automatisch ein. Also am besten tragt euch einfach nur in StudIP ein. Genau, und in diesem Forum, wie in Informatik A, Fragen stellen zur jeglichen Art also zur Vorlesung und sonstigen Sachen. Aber das sind auch wichtige Ankündigungen. Die werde ich nicht über StudIP verschicken, sondern über Piazza. Also Piazza ist wichtig für euch. Da müsst ihr euch eintragen. Sonst gibt es noch andere Informationen auf StudIP. Also da könnt ihr immer irgendwie alles finden, die Aufzeichnungen und die Folien. Und dann auch noch in diesem Repository, da lade ich insbesondere auch die Aufgaben hoch. Also das ist auch wichtig. Müsst ihr aber auch nicht abschreiben, denn ich lade die Folien hoch. Keine Sorge. Und zuletzt, falls ihr nur allgemein über Rust was wissen wollt, gibt es da ein Users-Forum, wo recht bequem gesprochen werden kann. Auf Englisch. Es gibt sogar auch ein deutschsprachiges, vielleicht suche ich das nochmal raus. Aber vielleicht findet ihr das auch selber. Und es gibt das Subreddit von Rust, da könnt ihr auch Fragen stellen. Und natürlich Stack Overflow, aber alle, die neu auf Stack Overflow sind, da läuft es ein bisschen zivilisierter ab. Also da muss man sich an gewisse Regeln halten. Aber falls ihr mal irgendwie allgemein was über Rust fragen wollt, könnt ihr euch daran wenden. Am Ende der Vorlesung gibt es eine Evaluation. Und jetzt denkt ihr euch alle, hahaha, das bringt mir dann ja auch nichts mehr. Und insbesondere bringt es mir auch nichts mehr, denn ich werde wohl kaum eine zweite Chance haben, diese Vorlesung zu halten. Deswegen gibt es während des ganzen Semesters dieses anonyme Google-Formular, wo ihr jederzeit alles, was ihr auf dem Herzen habt, eintragen könnt. Und ich würde euch wirklich bitten, das zu nutzen. Also falls ihr irgendwie irgendwas Schlechtes habt an der Vorlesung oder sowas in der Art, ruhig da reinschreiben. Dann kann ich das verbessern. Und wenn alles funktioniert, kriege ich sogar E-Mail-Benachrichtigungen, sodass ich nicht immer nachgucken muss. Jetzt noch das Wichtige für euch am Ende. Wie bekommt ihr die Punkte oder die Note? Und zwar durch eine Projektarbeit. Also erstmal bin ich der Meinung, eine Klausur zu schreiben auf dem Papier, ist absolut Blödsinn für so eine Vorlesung, wenn man programmieren lernen möchte. Und deswegen machen wir es als eine Projektarbeit. Diese Projektarbeit ist irgendwie am Ende des Semesters oder Anfang der Semesterferien und geht über mehrere Wochen. Dabei kann die Zeit selber eingeteilt werden. Das ist kein Praktikum, wo ihr da sein müsst. Wir erwarten natürlich schon eine gewisse Arbeitszeit, die ihr in diesen Wochen da reinsteckt, aber ihr müsst nirgendwo anwesend sein. Das könnt ihr euch selber einteilen. Ich werde allerdings auf jeden Fall einen Computerraum reservieren, damit ihr, wenn ihr das gerne möchtet, aus der Gewohnheit immer in den Computerraum geht und euch da mit euren Leuten trefft. Ihr macht das in Kleingruppen von 2 bis 5 Leuten und die Idee, also was ihr da programmiert, die kommt entweder von uns oder ihr könnt euch was Eigenes überlegen. Und bitte überlegt euch was Eigenes, denn wenn ich mir so die Leute angucke, dann gehen mir irgendwann noch die Ideen aus. Aber ich denke, das werden wir hinkriegen. Und was dazu noch gehört, ist irgendeine Präsentation oder schriftliche Ausarbeitung. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Auf jeden Fall nicht nur Code. Wie gesagt, es ist noch nicht ganz klar, aber sowas in der Art wird es sein. Es wird dann noch bald mehr Informationen geben. Ja. So eine Präsentation muss dann vor allem gehalten werden oder nur? Ja, vor allem wahrscheinlich. Also ich hoffe, dass wir das dann an einem Tag durchziehen können mit allen Präsentationen, wenn es Präsentationen werden. Sonst, ja, und dann wird es vor allem sein. Aber wahrscheinlich wird es dann noch nicht so lang sein, die Präsentation. Also
falls das jetzt mit den Präsentationen dann der Fall ist, wird es einen Termin Anfang des der Semesterferien irgendwann geben, also nach dem Zeitraum, wo dann alle präsentieren. Genau. Wo dann Anwesenheit quasi ist. Achso, ja genau. Dann an einem Tag hat man Anwesenheit, wenn ich mich für die Präsentation entscheide. Gut. Dann gibt es noch ein bisschen Literatur, allerdings nicht so wie in anderen Veranstaltungen. Es gibt noch nicht so, also es gibt schon einige Bücher zu Rust, auch schon einige gedruckte, aber die kenne ich nicht, deswegen kann ich sie nicht empfehlen. Es gibt The Book, das ist von den offiziellen Rust-Autoren. Da kann man immer mal reingucken. Und ich habe auch mal reingeguckt, meine Vorlesung orientiert sich erstaunlich viel an diesem Buch. Also ich habe mir selber irgendwie ausgedacht und habe dann gemerkt, okay, das Buch geht in derselben Reihenfolge vor. Gut, also da könnt ihr auf jeden Fall reingucken, das wird euch helfen. Und dann gibt es noch die Dokumentation für die Standard Library, aber die brauchen wir erstmal nicht. Wie geht es dann weiter? Mittwoch gibt es dann Git und GitHub. Das ist wichtig, wenn ihr irgendwie das noch nicht kennt und das Übungssystem machen wollt. Dann möchte ich euch noch erklären, wie ihr eure PC einrichtet für Rust. Das ist ja auch irgendwie wichtig. Und insbesondere müsst ihr auch ein bisschen was machen auf den ZIP-PCs. Das ist noch nicht ganz fertig eingerichtet. Das ist auch noch wichtig. Und dann versuchen wir weiter mit Rust zu machen. Also sobald wir das am Mittwoch fertig haben, geht es weiter mit Rust. Und diese Woche gibt es schon ein Arbeitsblatt, aber das ist hoffentlich stimmen wir da alle zu, dass das recht einfach ist. Die Erstsemester mögen mir widersprechen, aber ich hoffe, die anderen wird das nicht überfordern. Das ist eher so ein bisschen zum Ausprobieren, dass alles klappt mit dem Übungssystem. Fragen organisatorischer Art? Ja. So im Vergleich zu InfoA, wie viel Arbeitsaufwand ist das jetzt? Ich versuche es 2/3 so viel zu machen. Also 6 Punkte gibt es hier, InfoA gibt 9. Ich kann es nicht ganz versprechen. Und dafür habt ihr dieses anonyme Formular, um zu sagen, ey, ist gerade zu viel. Ja, nee, ist nur so die Hausaufgaben. Ja, also wie gesagt, ich schätze so 2/3 von Informatik A. Versuche ich hinzukriegen. Ja. Ab wann gibt es die Modulanmeldung? Das muss ich auch noch herausfinden. Kommt alles noch. Irgendwann per Piazza dann. Sonst noch? Ja? Das Arbeitsblatt diese Woche muss dann bis Sonntag auch schon abgegeben werden? Ja. Auch wenn es erst Mittwoch rauskommt. Aber wie gesagt, ich hoffe, das kriegt ihr alle sehr, sehr schnell hin. Sonst noch was? Dann haben wir jetzt noch 12 Minuten für Rust. Und schauen gegen die ersten. Okay, also das ist das erste Kapitel. Eine 1, siehst du. Und da sprechen wir irgendwie so alles durch, was nicht ganz so interessant ist, weil ihr das aus anderen Sprachen auch schon kennt. Das wird ich galoppiere da recht schnell durch, hoffe ich mal. Wir werden einfach mal sehen, deswegen stehen auch so viele Sachen. Also, nur 2 Folien ohne Rust-Code versprochen. Spracheigenschaften von Rust. Was ist Rust? Also Rust ist eine Multiparadigmensprache. Was das für euch noch heißt, ist, es ist nicht ausschließlich objektorientiert. Es ist nicht so wie Java. Es hat viele Ideen aus vielen Sprachen, fließen da ein. Es ist eine kompilierte Sprache, das heißt, ihr müsst einen Compiler anwerfen und könnt das nicht einfach ausführen, wie Python zum Beispiel. Es ist eine statisch und stark typisierte Sprache. Das sind so Sachen, die man irgendwie auf Wikipedia findet. Aber für die, die es interessiert, das ist die Typisierung von dieser Rust-Sprache und das werden wir auch immer wieder merken. Und ich werde auch immer wieder erwähnen, das ist übrigens jetzt starke Typisierung, damit ihr auch lernt, was das ist überhaupt. Es ist außerdem auf allen Plattformen verfügbar, die man so kennt und man kann auch schon ohne Probleme zum Raspberry Pi kompilieren und sonst was. Also das ist alles recht einfach und es ist Open Source. Und nicht diese Art von Open Source wie C# oder Swift, wo irgendwie so eine dicke Firma dahinter sitzt und das irgendwie nach einem Jahr freigegeben hat oder nach 10 Jahren und gesagt hat, übrigens, das ist Open Source, jeder kann uns helfen. Sondern es ist wirklich von Grund auf ein Community-Projekt. Mozilla sponsert das zwar, also die von Firefox, ne? Die sponsern das zwar irgendwie, aber die haben dann nicht großartig ihre Finger drin. Das ist recht entspannt. Nur kurz eine Timeline, sonst immer sehr langweilig. Also 2010 wurde es erst offiziell angekündigt, dann gab es 2012 das erste Alpha-Release und erst 2015, also ungefähr 1,5 Jahre her, ein bisschen weniger, wurde dann tatsächlich 1.0 released. Das ist noch echt nicht alt, diese Sprache. Und wir sind jetzt gerade bei 1.12. Ein Wort der Warnung. Das liest man immer wieder im Internet, wenn man Rust lernen möchte. Rust hat eine steile Lernkurve. Was heißt steile Lernkurve? Wenn wir uns mal diesen professionellen Graphen angucken, Dinge, die man programmieren kann mit einer Sprache, versus Dinge, die man wissen muss aus dieser Sprache, um diese Dinge zu programmieren. Das heißt jetzt einfach, um irgendwie
nur ein paar Dinge programmieren zu können, muss man in Rust schon schnell viel lernen. Denn in Rust sind sehr, sehr viele Konzepte überlaut der Sprache immer kombiniert. Das heißt, man kann selten irgendwie so eine Funktion aus der Standard-Library aufrufen, ohne irgendwie die 3 wichtigsten Konzepte von Rust zu verstehen. Das ist ein bisschen problematisch, weil man am Anfang denkt, okay, ich kann jetzt irgendwie noch nichts machen mit der Sprache. Aber ich hoffe, da kommen wir auch schnell drüber hinweg. Also ich denke, das ist wohl machbar. Es ist definitiv machbar. Einige Leute haben es schon gemacht. Ja, genau. Und es gibt schon ein paar Umfragen von der Rust Community oder in der Rust Community und die bestätigen auch irgendwie 1/4 der Leute sagen immer, es ist eine zu hohe Lernkurve, eine zu steile. Insbesondere ist es auch ein bisschen schwierig zu lehren, weil ich immer mich zurückhalten muss, irgendwelche Beispiele zu bringen, wo schon andere Konzepte drin sind. Aber mal schauen, das wird wohl ganz gut klappen. Also nicht verunsichern lassen und einige Dinge erstmal so hinnehmen. Wir werden die alle irgendwann im Detail besprechen, aber manchmal muss ich einfach Dinge schon reinwerfen, die wir einfach mal so hinnehmen. Okay, 9 Minuten noch und wir haben Rust-Code. Hello World. So, was ist denn das? Also, erstmal, wenn wir das in einer Datei speichern, hello.rs, das ist die Endung, die wir brauchen, und das dann kompilieren erstmal mit dem Rust-Compiler, dann entsteht da so eine ausführbare Datei. Das ist vielleicht den Leuten neu, die nur Java programmiert haben. In Java kommt immer so eine Class-Datei raus. Rust, wie auch zum Beispiel C und C++, kompilieren sofort zu einer ausführbaren Datei. Das ist anders als in Java. Das heißt, wir führen die auch nicht mit irgendwie Rust oder sonst was aus, sondern wir führen die direkt aus. In Linux wird das immer so geschrieben. Punkt, Slash und dann die Datei. So führt man die aus. Ist also anders, wir schreiben kein Java davor. Und es kommt Hello World raus, wer hätte das gedacht? Und jetzt kommt der Moment, wo ich euch bitten würde, eure Notebooks rauszuholen oder was auch immer. Also wenn ihr es jetzt tief versteckt habt, das Notebook vielleicht nicht mehr, wir haben 8 Minuten noch Zeit, aber wenigstens einmal ausprobieren. Denn es gibt diesen Online-Compiler von Rust und der ist auch recht gut. Ihr seht da die URL, die könnt ihr einfach mal aufrufen. Und da sollte jetzt auch schon ungefähr dieses Hello World Programm drin sein, wenn ihr nicht schon vorher mal diesen Editor benutzt habt, was ich bezweifle. Also ja, ihr seht Hello World, einmal nicken. Ja, okay. Und dann könnt ihr das auch ausführen, indem ihr da oben auf den dicken Run-Button klickt. Ja. Es könnte natürlich sein, dass jetzt ein Rust-Server ein bisschen überfordern. Also im Moment geht es noch. Ich sehe hier so 7, 6 Leute. Ist schon ein Ergebnis gekommen. Ja, wunderbar. Also genau, diesen Editor benutzen wir so ein bisschen. Insbesondere bevor ihr Rust auf eurem PC eingerichtet habt, könnt ihr den Editor mal benutzen. Ganz, ganz grob hier mal durchgegangen. fn ist eine Funktion, also fn leitet eine Funktion ein und main, solltet ihr aus anderen Sprachen kennen, das ist irgendwie so der Einstiegspunkt für fast alle Sprachen. Also das ist wirklich die Funktion, wo angefangen wird. Und dann gibt es dieses Println, das printet eine Line. Also hinter diesem Hello World kommt auch noch ein New-Line-Symbol. Okay, und das Ausrufezeichen heißt Makro. Makros sind zum Beispiel eine Sache, die wir lange Zeit hinnehmen und erst spät besprechen werden. Wir können uns erstmal merken, Makros sind sowas wie Funktionen, nur können die vielleicht noch mehr. Das reicht erstmal für einige Wochen. Ja, und das ist das Hello World. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich mache einfach noch ein bisschen weiter. Auch wenn das ein bisschen stressig wird vielleicht, aber dann haben wir schon ein bisschen mehr geschafft und ihr habt schon ein bisschen mehr Eindruck von Rust. So, wir wollen vielleicht mal Variablen erstellen. Das ist ja so eine Grundlage, die man irgendwann mal braucht. Das geht zum Beispiel so. Oder so. Oder so. Was jetzt vielleicht auffällt, für die Leute, die wissen, was statisch typisiert heißt. Also erstmal haben wir so ein let-Binding. Das heißt, wir erstellen so ein Variable-Binding. Aber was den Leuten jetzt auffällt, ist vielleicht, dass wir gar keine Typen angegeben haben. Statisch typisiert heißt, dass der Compiler zur Kompilierzeit weiß, von jeder Variable, welchen Typ die hat. Und zwar fest. Zum Beispiel gibt es dynamisch typisierte Sprachen wie Python oder JavaScript. Das ist eben nicht klar. Da wird das interpretiert oder vorkompiliert, aber es kann halt immer irgendwie einen anderen Typen annehmen. Ja, und das funktioniert eben wegen dieser Typinferenz. Das heißt, der Typ wird inferiert, also automatisch hergeleitet aus
den Informationen, die wir schon haben. Also irgendwie, das ist klar, das sollte ein Bool sein, ne? Okay, wenn man jetzt sowas versucht, man möchte jetzt A einen neuen Wert zuweisen, dann kommt man schon zum ersten Fehler. Und ihr werdet noch viele Compiler-Fehler sehen. Da freut man sich schon direkt, dass sowas nicht funktioniert. In Rust ist es nämlich so, dass alle Variablen immutable by default sind. Das heißt, man kann sie nicht verändern by default. Wenn man sie verändern möchte, muss man das mit einem mute kennzeichnen. Und dann kann man sie auch verändern. Was gibt es denn so für Typen in Rust? Sprechen wir mal über primitive Typen. Einmal haben wir ein paar Integer. Lustigerweise gibt es nicht den Typ int in Rust. Also, falls ihr mal int schreibt und das gibt es nicht, merkt euch das gibt es in der Sprache überhaupt nicht. Es gibt andere Typen. Und zwar gibt es die mit fester Größe, also mit einer bestimmten Anzahl von Bits. Ich hoffe, ihr erinnert euch alle an Informatik A. Da gibt es zum Beispiel i8, i16, i32 und i64. Und wer kann jetzt nochmal im Kopf überlegen, was dann die Java-Äquivalente dazu sind. Das ist Byte, Short, Int und Long. Und diese zweite Reihe gibt es in Java zum Beispiel gar nicht. Das sind Unsigned Integer. Die können nur positive Zahlen annehmen. Und man hat dann einen doppelt so großen Zahlenbereich. Yay. Also man kann doppelt so hohe Zahlen darstellen. Und dann gibt es noch diese Pointer-Sized-Typen. Die gibt es in Java auch nicht, meine ich. Die gibt es aber zum Beispiel in C++ und C. Die sind genauso groß wie ein Pointer auf dem System, wo das ausgeführt wird. Ich hoffe, ihr alle benutzt 64-Bit-Systeme, das heißt, die sind meist dann 64-Bit groß. Wenn ihr noch so ein tolles 32-Bit-System habt, dann habt ihr 32-Bit große I-Size und U-Size. Auch hier sind die wieder mit Vorzeichen und ohne Vorzeichen. Es gibt noch Fließkommazahlen, die heißen auch lustigerweise nicht Float und Double, sondern F32 und F64. Ich denke, wie die Namen zustande kommen, sollte klar sein. Und dann gibt es noch 3 andere. Es gibt einmal Bool, nicht Boolean, sondern Bool. Wir wollen nicht viel schreiben in Rust. Es gibt Character, oder ich sage immer char dazu, auch wenn es andere vielleicht anders aussprechen, tut mir leid. Das ist 32-Bit groß, das ist wichtig. Und dann gibt es noch str. Aber bevor wir uns mit str beschäftigen, müssen wir noch einige andere Sachen durchgehen, also das dauert noch ein bisschen. Und man kann die casten mit as. Das ist so ein Schlüsselwort. Da können wir hier mal gucken. Also hier können wir das umwandeln. Nur um das schon mal vorweg zu sagen. Und dann will ich sagen, hier höre ich auf, um schön zu spoilern. Dann am Mittwoch, wie gesagt, erst GitHub und diesen ganzen Gedöns, wie richte ich mir Sachen ein. Und dann geht es weiter genau hier, wo wir aufgehört haben. Gibt es Fragen, bevor ich gehe? Ja. Wieso gibt es einen unsigned und einen signed point-sized, pointer-sized Variable? Das, also man möchte irgendwie beides haben. Manchmal möchte man ja wirklich ein Beispiel zum Beispiel, also wenn man einen Pointer hat und man möchte jetzt ein Offset davon bilden von dem Pointer, möchte man ja vielleicht rückwärts oder vorwärts gehen. Also möchte man I-Size haben. Wenn man allerdings irgendwie ein Array indiziert, möchte man U-Size haben. Denn ich möchte zwar eine Variable haben, die den ganzen Speicher adressieren kann, theoretisch, aber die soll halt nur positiv sein. Das sind jetzt so 2 Beispiele. Oder warum zweifelst du noch? Weil U-Size doppelt so groß wird und ich dann mit I-Size und U-Size Konflikte kriege. Aber Nee, die sind gleich groß. Die sind gleich groß. Ja, sie werden beide 32 oder 64 Bit sein. Das heißt, U-Size wird bis 2 hoch 64 zum Beispiel gehen und I-Size wird dann bis 2 hoch 64 minus 1 gehen. Das heißt bis 2 hoch 63. Das heißt, wenn ich mit beiden zusammenarbeite, komme ich mit dem Okay, ja, richtig, genau. Das ist ein Problem. Aber tritt nicht ganz oft auf. Du warst, glaube ich, jetzt nächstes. Ja, und hier steht halt kein Semikolon, ist das nur ein Typo oder hat das irgendwann? Ach, das ist tatsächlich ein Typo. Es tut mir leid. Sonst noch Fragen? Wir waren gerade noch irgendwas. Okay, dann muss ich leider weg. Wir sehen uns hoffentlich fast alle am Mittwoch. Bis dann.